Hi, das ist Dom's Wheel World, heute wieder aus der Werkstatt. In vielen Situationen ist ein zweiter Radsatz für den Rollstuhl richtig sinnvoll. Leider sind diese Rollstuhlräder meistens sehr teuer. Heute zeige ich euch, wie ihr mit ein bisschen handwerklichem Geschick einen richtig günstigen Radsatz für euren Rollstuhl baut. Los geht's nach dem Intro. Gerade wenn man nur einen Rollstuhl hat, ist es auf jeden Fall sinnvoll, mindestens einen zweiten Satz Räder zu haben. Leider sind Rollstuhlräder oft ziemlich teuer und kosten schnell mehrere hundert Euro. Bei meinem Versuch, einen Rollstuhl für unter 100 Euro zu bauen und zusammenzustellen, bin ich dabei auf eine recht sinnvolle und gute Alternative gestoßen. Und zwar fängt das Ganze an mit PU-Rädern. Diese Räder kann man komischerweise deutlich günstiger kaufen als Lufträder. Gebraucht sind sie schon ab 20 Euro erhältlich. Ihr könnt auch mal euren Reha-Berater fragen, ob die eventuell einen gebrauchten, ausrangierten Satz dieser Räder haben. Nach einem kurzen Umbau sehen die Räder dann übrigens so aus. Aber eins nach dem anderen. Bevor ihr euch jetzt die Räder kauft, müsst ihr erstmal wissen, welche Radgröße ihr habt. Dazu könnt ihr auf eurem Reifen oder eurer Felge schauen und wenn ihr eine dieser beiden Angaben findet, dann heißt es, ihr habt 24 Zoll Räder. Auch bei den Steckachsen gibt es Unterschiede. Es gibt 12 mm und 12,7 mm. Das müsst ihr vorher messen oder euren Reha-Berater fragen, damit ihr wisst, welche ihr kaufen müsst. Die Länge der Steckachse ist auch noch wichtig. Die wird hier zwischen dem Anschlag und der Sperrkugel gemessen. Das ist dann die Länge, die ihr beim Bestellen wissen müsst. Idealerweise sind die Steckachsen in der passenden Länge schon bei den Rädern dabei, die ihr kauft. Ich habe euch auch noch einen Link unten in die Beschreibung gepostet, wo ihr zur Länge der Steckachsen genauere Infos findet. Wenn ihr dazu noch Fragen habt oder das noch genauer wissen wollt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte eure Fragen gern. Wenn die PU-Räder dann da sind, habt ihr schon mal die Basis für euren neuen Radsatz. Warum ich PU-Räder nicht so gern nutze, habe ich euch hier oben in dem Video verlinkt. Ich habe hier zwei Beispiele von Rädern, die ich mir für meinen Rollstuhl gebaut habe. Einmal hier mit einem ausrangierten Marathon Plus. Wenn ihr euer Sanitätshaus fragt, bekommt ihr mit Sicherheit die alten, die von eurem Rollstuhl runtergebaut werden und die taugen durchaus noch für einen Radsatz für innen oder ähnliches. Und hier mein Trekking-Radsatz mit dem Schwalbe Downtown, der sich für den Winter und außen bei Nässe sehr gut bewährt hat. Übrigens ist es ein wirklich günstiger Reifen. Den Reifen habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Bevor ihr loslegen könnt, braucht ihr dann noch einen passenden Schlauch, den Mandel, den ihr euch ausgesucht habt und ein passendes Felgenband. Man kann dafür auch dickes Gewebeklebeband nehmen. Ich habe hier einfach ein breites 26 Zoll Felgenband aus einem alten Fahrradrad genommen und habe es in der Mitte auseinandergeschnitten, weil das Felgenband für diese Räder sehr schmal sein muss. Das mit dem Felgenband zeige ich euch später nochmal genauer. So, jetzt muss erstmal der PU-Reifen von der Felge runter. Das geht auch zerstörungsfrei, aber ich schneide ihn hier einfach auf, weil ich ihn sowieso nicht mehr brauche. Wenn ihr die Greifringe wechseln wollt, dann wäre jetzt der richtige Moment dafür, weil ihr jetzt noch an die Schrauben rankommt. Ansonsten geht es jetzt mit dem Felgenband weiter. Das hier ist das vorhin erwähnte breite Fahrradfelgenband, was die ganze Felge abdeckt. Wenn ihr das montiert, wird der Reifen nicht richtig auf der Felge sitzen. Deshalb habe ich dieses Felgenband in der Mitte auseinandergeschnitten, damit es schmäler ist. Und wenn das Felgenband so sitzt, wie ich euch das hier zeige, dann ist es perfekt.
Außerdem muss das Felgenband so positioniert sein, dass das Ventilloch in der Felge frei bleibt. Das Felgenband schützt den Schlauch vor Beschädigungen durch die Speichennippel oder durch die Schrauben der Greifringe. Deshalb sollte man das gewissenhaft machen, da es sonst schnell zu einem Platten kommen kann. Ich würde auch von solchen Billigfelgenbändern abraten. Bei mir werden Felgenbänder zusätzlich auch noch eingeklebt, damit sie nicht verrutschen. Am schönsten arbeiten lässt es sich an Rädern übrigens, wenn man vorher die Steckachsen entfernt, eine Gummiunterlage hat und die Räder auf die Greifringe legt. So, das war der erste Schritt im Thema günstige Rollstuhlräder. Im nächsten Video zeige ich euch, wie ihr Greifringe montiert, wie ihr Steckachsen einstellt und wie man einen Reifen montiert und demontiert. Vielleicht traut sich das, was ich hier zeige, nicht jeder zu, aber mit relativ geringem finanziellen Aufwand ist das ein wirklich tolles Resultat, was man hier erzielen kann, und es ist wirklich kein Hexenwerk. Wie seht ihr das? Soll man bei kleinen Fehlern am Rollstuhl immer das Sanitätshaus anrufen, oder ist es grundsätzlich schlauer, wenn man sich ein bisschen selber helfen kann? Schreibt gern eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei Dom's Wheel World.